Für mich persönlich bedeutet das ziemlich viel, dass so ein Event jetzt mal in Deutschland stattfindet. Herzlichen Glückwunsch an Bo. Ich glaube, ich bin in einer ganz guten Verfassung und deshalb sollte es auf jeden Fall möglich sein, da vorne mitzuspielen. Also es war für mich immer sehr schwer, darüber zu reden, weil ich immer auch denke, das ist eine Sache, die in der Familie bleiben sollte. They keep on saying, we'll find your straight way, 24 hours a day. Gudrun Stock, Bahnradsport, Mannschaftsverfolgung. Ich denke, viele haben es ja schon irgendwie geahnt oder haben spekuliert. Aber jetzt kommt es nochmal aus meinem eigenen Mund, dass ich praktisch meine sportliche Karriere beendet habe oder jetzt beenden werde. Mein letztes Rennen war in den Niederlanden gewesen, im März letztes Jahr. Das war ein Straßenrennen, in 3 Etappen waren das gewesen. Das war von mir ein sehr gutes Rennen, also ich hatte sehr gute Form. Ich hatte dort das Sprinttrikot gewonnen und bin auch dort gut, vor allem auch in der letzten Etappe mit über die Berge gekommen, was ja für mich nicht immer typisch war. Aber es hat einfach gezeigt, dass meine Form gut war, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wir hatten dann Anfang April, glaube ich, nochmal einen Bahnlehrgang, was eigentlich so der letzte Bahnlehrgang vor Olympia sein hätte sollen. Da ging es mir immer noch gut, aber ich habe schon gemerkt, irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt. Ich hatte ständig Unterleibsschmerzen und ich habe viel geschlafen, habe mich körperlich einfach nicht mehr so fit gefühlt und habe halt schon auch andere Symptome gezeigt, dass einfach irgendwas nicht stimmt. Also ich kann so wie sagen, es glaube ich, ist auch schon mal durchgedrungen in die Öffentlichkeit, dass es halt Probleme mit meiner Gebärmutter gab oder immer noch gibt und deshalb ich auch operiert werden musste. Aber was genau war, ja, möchte ich nicht sagen. Ja, und von da war eigentlich für mich irgendwo die Welt zusammengebrochen, weil ich wusste, das wird vielleicht nicht so das gute Ende nehmen, vor allem auch in sportlicher Hinsicht. Genau, und dann war ich glaube, das war dann Ende April gewesen, in München gewesen, wo ich dann auch gesagt bekommen habe, ich muss mich entscheiden, entweder ich möchte zu Olympia, was natürlich mein größter Traum war seit Jahren. Ich wusste auch, ich war gut drauf, zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht mehr, weil ich auch nicht mehr trainiert hatte dann. Aber habe halt überlegt, entweder zu Olympia oder ich möchte irgendwann halt Kinder bekommen. Ja, für mich war eigentlich von vornherein die Entscheidung klar, ich möchte natürlich Kinder haben. Ich glaube, das möchte fast jede Frau haben. Und deshalb habe ich mich da entschieden, was ich auch immer noch denke, dass die richtige Entscheidung war, nicht mitzufahren. Und im Nachhinein hat sich ja auch herausgestellt, dass ich erst Mitte November ungefähr wieder überhaupt Sport machen konnte. Bis dahin bin ich immer spazieren gegangen, was mir irgendwann auch zum Hals raushing, was ja auch kein Sport ist in dem Sinne für mich oder für eine Leistungssportlerin, wie ich es mal war. Also im Nachhinein alles die richtige Entscheidung. Trotzdem war es auch vor allem in der Zeit, wo dann meine Mannschaft Olympiasieger oder wo die Olympiasieger geworden sind, für mich sehr, sehr hart. Also ich habe mich total ungerecht behandelt gefühlt, von wem auch immer. Es war ja das Schicksal, das entschieden hatte. Ich war traurig, ich war wütend. Ja, es fällt mir immer noch sehr schwer, das zu akzeptieren, wie es halt gelaufen ist. Aber ich weiß auch, dass ich es irgendwann akzeptieren auch muss. Ja. Ich hatte schon noch Hoffnungen damals, dass ich zurückkommen kann, auch wenn ich wusste, es wird schwer, weil ich ja immer mit der Enttäuschung irgendwo konfrontiert sein werde, erstens. Zweitens hat es so lange gedauert, bis ich wieder überhaupt Sport machen konnte. Es war ja dann über ein halbes Jahr, dass ich gar keinen Sport gemacht hatte. Habe trotzdem noch mal gesagt, ich möchte es probieren, aber die Wochen drauf kam dann wieder irgendwo ein Rückschritt sozusagen, dass ich dann auch zu Christina gesagt habe, nee, also ich glaube nicht, dass es noch mal was wird und ich bin dankbar, dass ich die Ausbildung dort machen konnte. Wirklich auch überglücklich, dass ich die Unterstützung
von der Bundespolizei hatte, in guten, vor allem aber auch in schlechten Zeiten, wie jetzt im letzten Jahr, die mir auch immer viel Zeit gelassen haben, vor allem auch mental auch wieder zur Kraft zu kommen am Ende wahrscheinlich. Und ja, aber trotzdem kam dann im April nochmal ein Schicksalsschlag dazu, wo ich dann wirklich gesagt habe, nee, ich versuche mein Glück an einem anderen Weg jetzt. Und genau, jetzt stehe ich hier, gebe mein letztes Interview und werde dann jetzt auch, ich denke, ich habe jetzt nächste Woche praktisch mein Abschlussgespräch in Chiemau und werde danach dann mit der Arbeit als Bundespolizistin anfangen. Am 22.02.2022 um 10:45 Uhr ja, hat mich mein Mann zur Frau genommen. Was natürlich also wirklich das alles ein bisschen auch vielleicht wettgemacht hat, was mir viel Kraft gegeben hat. Und vor allem auch bin ich sehr dankbar, dass er mir so viel Kraft gegeben hat, halt auch in den letzten Jahren. Insgesamt ja, blicke ich dann doch auf eine recht erfolgreiche Zeit zurück. Mit Höhen und Tiefen ist ja auch klar, hat man als Sportlerin immer. Ich denke, dass ich mein Potenzial vielleicht am Ende nicht ganz ausschöpfen konnte, weil die Kurve immer noch stark nach oben ging, als es halt alles passiert ist. Aber ja, ein besonders erfolgreicher Moment in meiner Sportart war für mich persönlich klar. Auf Papier würde man sagen, die WM-Medaille in Berlin mit einem Vierer, die wir damals, ich glaube 2020 gewonnen hatten. Das war ja kurz bevor Corona ja, losgewütet hat. Aber für mich persönlich war, wo ich mich immer zurückerinnere, wo ich den deutschen Rekord gebrochen hatte in der 3000 Meter Einerverfolgung, das war 2017 gewesen. Oder auch der deutsche Meistertitel im Punktefahren. Genau. Aber ja, mit ein bisschen Abstand jetzt kann ich doch auf eine erfolgreiche und auch gute Karriere zurückblicken. Doch. Bocana Litabere, Stabhochsprung. Wir sind heute hier am Tegernsee und hier ist das Rotach-Egern Springen. Mein erstes Mal, also Generalprobe gewesen. Ich bin sehr zufrieden. Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr guter Wettkampf. Ist natürlich eher ein bisschen mehr Show als jetzt Performance. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt anders an die ganze Sache rangehe. Aber so ein Stegspringen in der Stadt hat auf jeden Fall nochmal einen anderen Flair, als im Stadion zu springen. Die Bedingungen waren top. Es war aber gestern auch schon vorherzusagen, dass die Bedingungen ganz gut werden. Rückenwind war gestern auch schon. Im Frauenwettkampf, der vor uns stattgefunden hat, war auch sehr guter Wind. Deshalb konnte man sich deswegen auf jeden Fall nicht beschweren. Ich habe jede Höhe im ersten geschafft. Der 84er, meine höchste Höhe heute, der war an sich technisch gar nicht so gut. Ich glaube, ich bin von der falschen Markierung losgelaufen. Irgendjemand hat vielleicht meinen Anlauf ein bisschen verschoben, also aus Versehen natürlich. Genau, und dann habe ich auch gemerkt, dass die Schritte auf jeden Fall nicht so top waren, wie ich mir das vorgestellt habe. Konnte aber trotzdem drüber springen und ich glaube, das ist die Hauptsache, weil man dann auch aus so welchen Sprüngen ganz viel Erfahrung sammeln kann. So ein Meetingrekord ist immer was ganz Besonderes. Genau, deshalb freue ich mich da auf jeden Fall unheimlich. Ich wollte 92 versuchen, weil ich letzte Woche in Berlin 90 gesprungen bin. Und die Versuche waren ganz okay. Und ich glaube, auch aus den Versuchen kann man unheimlich viel mitnehmen. Deshalb habe ich auch gar nicht daran gedacht, jetzt aufzuhören danach. Also die Basis ist auf jeden Fall gut. Man weiß natürlich nie, wie es dann im Wettkampf läuft, aber ich glaube, ich bin in einer ganz guten Verfassung. 5,84 hat er gewonnen, 5,92 war zu.
Herzlichen Glückwunsch an Bo Dieter Barriere. Die Weltmeisterschaften erstmal in Eugene. Danach habe ich 2-3 Wettkämpfe zwischen den Weltmeisterschaften und den European Championships in München. Genau, also da muss man einfach die Form aufrechterhalten, dass man in München bestmöglich an den Start gehen kann. Lara Lessmann, BMX Freestyle. Hello, everybody. Welcome to it. It is the Munich Mash 2022, and we are about to get going with the BMX final women. Look at that view right there. Wir sind gerade in München beim Munich Mash 2022, wo zum Beispiel Wakeboarden, Skaten und BMX vertreten ist. Die Rampe, die hier beim Munich Mash gebaut worden ist, teilen wir zusammen mit den Skatern. Das finde ich natürlich auch irgendwie cool, weil man halt irgendwie viel enger zusammen mit den anderen Athleten ist. Das Wakeboard-Event hier ist auch ziemlich nah an unserem Kurs und ich bin auch befreundet mit ein paar Wakeboardern und ich freue mich auf jeden Fall sehr, das alles anschauen zu können. Geil! Also ich mag sowas. Ich liebe ja Pasta. Ich glaube, ich kaufe mir das auch. Das ist schon echt fett. Hier am Munich Mash kann man ja ziemlich viele Dinge ausprobieren. Ich bin gerade eben noch Skateboard gefahren. Es gibt hier auch ein Airbag. Es werden hier viele Workshops angeboten. Ich werde noch alles abchecken die Tage. Für mich persönlich bedeutet Munich Mash ziemlich viel, da wir auch das allererste Mal eine Frauenklasse hier haben. Lara Lessmann, hometown of Berlin, not too far away, also riding for Red Bull, one of the top athletes, as you see, going with a very difficult trick, that turn down into the X-up and 1 foot can, coming back over the spine, showcasing some big diversity. Tire tap, perfectly executed. And going back the opposite way, showing that she's able to do both left and right. Coming to get some speed up on top of the deck. Let's see where she goes. X up, really utilizing all of the course. The judges are going to like to see that and reward her well. Yeah, there's a bit of diversity. 1 foot can coming into the drop-in. We haven't seen any of the women do that today. Anfang der Competition war es ziemlich schwierig, da es auch ziemlich heiß war. Das Format war ja diesmal 3 Runs. Normalerweise kenne ich, dass es mal 2 Runs hat. Desto mehr Kraft muss ich mir einteilen. 75.66 pushes Lara into second place. Ich wusste, es ist mehr drin auf jeden Fall. Ich wusste aber auch, dass ich mich nicht zerstören darf, weil ich ja nächste Woche wieder zum nächsten Wettkampf fahren muss. Es lief auch ziemlich gut, die ersten 20 Sekunden, würde ich sagen. She was our first place qualifier. She's going to be the last rider to drop. Alley-oop tire tap right there. Pushing back over. Let's see if she is able to gain some momentum again. She's trying to get some speed up into this sub. Oh, and going down, Lara Lessmann. Mit dem Fuß hängen geblieben und bin dann aus der Rampe rausgefahren, beziehungsweise gegen die andere Rampe geknallt. Und durch den Aufprall bin ich auf die Rippen gefallen. Meine Rippen waren ein bisschen, ja, ich sag mal, angeknackst und habe keine Luft bekommen. Mehr war es jetzt aber im Endeffekt auch nicht. These women are tough as nails. You can't be a wallflower riding a BMX, that's for sure. Ich bin sehr zufrieden mit mir, da ich alles gegeben habe. Lizirli Villegas with the top spot. Lara Lessmann with 75.66 in second place. Da Munich Mash jetzt so gut geklappt hat und so viel gezeigt hat, was eigentlich Extremsport und viel mehr ist, freue ich mich umso mehr auf die European Championships, weil ich denke, dass es halt nochmal ein anderes Level sein wird und für Deutschland eine ziemlich große Nummer werden kann.